Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Schönen guten Morgen. Gucken wir mal, was ich heute weitergeben darf. Hier sind schon zwei. Nehmen wir noch eine. Ui. Sie haben sich hier gleich ans Ende der Legung gelegt. Unterm Deck haben wir noch die Überwindung von Hindernissen in Leichtigkeit. Hier ist es wieder diese 3 Kartenlegung. Ich möchte mal den Anfang noch zugedeckt lassen. So, ihr Lieben, dann schauen wir, was darf ich heute weitergeben. Guck mal, hier unterm Deck haben wir die Blumen, hier haben wir das Überwinden von Hindernissen mit dem Pegasus. Ich glaube, dass uns hier irgendetwas vor die Füße fällt, was wir sehr gut nutzen können, um irgendetwas zu umgehen. Es kann hier auch finanzieller oder seelischer Art sein, ne? Jedenfalls hat es vielleicht auch etwas mit unserem Selbstwert zu tun. Und wir gucken mal. Okay, sehr spannend. Das ist ja immer so der Ausgangspunkt. Das ist, was können wir tun oder was ist der Vermittler. Und hier ist da, wo es dann endet. Und das ist jetzt schon mal sehr spannend, denn hier wird ein Kreislauf zu Ende gehen. Etwas, was sich lange gedreht hat, etwas, was vielleicht auch ein Beziehungskonstrukt mitgebracht hat, das uns die Sonne genommen hat oder das uns nicht hat wachsen lassen. Und jetzt schauen wir mal genauer den Ausgangspunkt an. Das ist das Thema an sich und der Spiegelsee und die Ruhe, das ist die Ausgangssituation. Dieser Ausgangspunkt, den kennen wir alle. Das ist nämlich das laute Außen und die Eindrücke von außen und der ganze Alltag und die Hektik. Manchmal ist es so, dass einen das mehr verwirrt. Mit dem Fuchs haben wir das ja dabei. Oder wenn du viele Eindrücke hast und denkst dann über die noch nach, die die anderen Menschen in dein Leben bringen, ist es manchmal gut, ein Statement zu hören von jemand, aber es ist auch manchmal so, dass es einen mehr verwirrt oder von sich selbst wegbringt. Und hier wird man einfach dazu aufgefordert, wenn du nicht weißt, wie eine Veränderung oder ein Überwinden von einem Hindernis, wie das gehen soll oder was du tun sollst, dann begib dich in die Ruhe. Besinne dich auf deine Wahrnehmung, entdecke deine eigene Seele oder wo deine Seele auch zu Hause ist. Hier ist keine Not, dringend etwas zu tun, sondern hier muss man erstmal versuchen, zu sich zu kommen, authentisch zu sein, die eigene Wahrheit erkennen. Hier ist auch so ein bisschen gewähltes Eremitentum und es geht darum, mehr zur Gelassenheit zu kommen. Man muss hier nicht zwingend schnell etwas verändern, ne? Weil uns hier vielleicht noch etwas vor die Füße fällt, mit dem wir nicht rechnen. Und es ist eine Zeit, wo man in sich geht, wo man sich besinnt, was soll ich tun, bevor ich reagiere. Und das endet dann hier in diesem Bereich, wo man das Leben wieder ins Aufblühen bringen will, wo man wieder mehr Energie hat, wo wir längeres Wachstum haben, wo wir auch so die Energie vom Sommer haben, ne, wenn alles wieder gedeiht. Und dazu ist die Karte mit dem Luftgeist gefallen und das Thema ist Wissen. Und es ist so, dass sich das ein bisschen aufbaut auf die erste Karte.
Denn die Karte kommt, wenn man aufgefordert wird, dass man gründlich über Dinge nachdenkt, bevor man impulsiv handelt. Hier ist auch dieser Standpunkt, der nicht nur den eigenen Blickwinkel betrifft, sondern den höheren. Hier ist zunehmend Achtsamkeit, Abwägen, vielleicht auch ein bisschen Engelchen und Teufelchen, irgendwo soll ich dies oder soll ich nicht. Und es ist im Prinzip die Qualität, die hier unten liegt, nochmal in der Karte, denn es ist eine gute Gelegenheit, ein neues Projekt zu bringen oder auch mal sich selbst etwas zu wagen. Und es wird auch gelingen oder gut verlaufen, wenn man gewissenhaft strukturiert und fokussiert bleibt. Möglicherweise gibt es hier noch eine Richtung, die wir übersehen oder noch nicht gesehen haben. Und das Element Luft steht ja für die geistigen Fähigkeiten, die Gedanken, den Intellekt, die Kommunikation. Und im Prinzip ist es so, dass das Element Luft auch mit allem verbunden ist, was neu anfangen soll. Was hier natürlich die beste Gärtnerqualität hat zu wachsen. Und es geht um Klarheit, ne? Und um das, was man tut, dass man genau weiß, was man tut, dass man sich Wissen einholt. Und dass man eben tatsächlich nichts überstürzt, sondern erst wenn man alles geplant hat, den nächsten Schritt unternehmen. Auch Kommunikation ist hier sehr wichtig. Hier könnten Schlüsselwörter drin sein oder etwas, was uns im Gespräch mitgegeben wird. Und wenn wir das hier beachten, kommen wir hier raus. Da ist jetzt eine Doppeldeutung drin. Erstens können wir einen Kreislauf, der uns hier noch nicht klar war, wie sollen wir ihn verändern, weglassen. Wir entledigen uns hier auch vielen Dingen, die nicht mehr passen. Vielleicht kappt der ein oder andere sogar Verbindungen oder Verträge oder Sachen, die nichts mehr rausbringen. Man lässt etwas Verbindliches weg. Aber auch hier wieder, ne, das ist eine Qualität, würde ich sagen, die viele Details aufbraucht. Denn wenn hier Unabwägbarkeiten sind, dann ist es mit der Dornenhecke so, warte einfach, bis der Augenblick da ist, in dem es passt. Je mehr man hier strampelt, desto mehr verharrt man in diesen Dornen und tut sich weh. Aber wir haben natürlich mit der Osterglockenfee hier auch den Neubeginn, der hier schon angekündigt wird. Hier ist man dann sozusagen genau in diesem Prozess drin, wo alles wieder neu beginnt, wo Anfang und Ende ist, wo ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Sozusagen auch eine andere Jahreszeit irgendwie, wenn die Dinge wieder aufblühen. Da passen auch die Blumen hier mitunter dazu. Und ja, hier ist das Loslassen, auch wenn sich ein paar Dinge vielleicht noch querstellen. Und es geht auch um Abläufe, die schwierig sind oder Beziehungen, die nicht länger existieren können, weil sie nicht mehr passen oder weil sie nicht nährend für einen selber sind. Richtungswechsel halt auch. Und im Prinzip ist es so, wenn man hier bejaht, dass etwas Neues beginnt, dann fühlt man sich auch wieder ganz. Man beginnt einen neuen Abschnitt. Vitalität kommt zurück, man schafft Raum und hier wird sich ein gewisser Erfolg auch einstellen. Spannend, ne? So, dann schauen wir noch eine kleine Botschaft, oder besser gesagt, es eignet sich für die, die jetzt noch da sind, dass ich euch aussuchen lasse. Ich würde, guckt mal, wie das wieder passt, ne? Hier ist Unruhe und deshalb Auszeit und es passt hier auch zur ersten Karte. Und ich würde hier diese erste Karte auch nehmen als Botschaft für mich. Ui, Amor ist unterwegs. Also hier können sich auch
in Beziehungsthemen irgendwelche Sachen verändern oder abspielen. Vielleicht entdeckt man auch wieder die Liebe zu irgendetwas selbst. In der Mitte habt ihr, macht einen klugen Zug und hier haben wir die Freundschaften, die Seelengefährten und irgendwo auch, guckt, hier geht ein Beziehungskonstrukt zu Ende, man lässt etwas los und jemand Neues darf ins Leben kommen. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit, ich drücke euch bis morgen.